Mariana Jocelyn Baltierra Venezuela, geboren am 24. Oktober 2000 in der mexikanischen Stadt Igueda Morelos im Bundesstaat Mexiko, war das älteste von 2 Kindern einer bescheidenen Familie aus Orlando. Ihre Mutter war Zaire Baltier. Das Schicksal wollte es, dass das Mädchen von Anfang an verzweifelt um ihr Leben kämpfen musste, denn sie kam deutlich vor dem errechneten Termin zur Welt und die Ärzte befürchteten ernsthaft, dass das Kind mit seinem kritisch niedrigen Gewicht nicht überleben würde, was sie auch den Eltern mitteilten. Mariana verbrachte die ersten 2 Monate ihres Lebens im Krankenhaus, in einer Spezialstation für Frühgeborene. Ihre Mutter betete Tag und Nacht für die Gesundheit ihrer Tochter und ihre Gebete wurden erhört. Das Mädchen erholte sich schnell, nahm an Gewicht zu und wurde zum Neujahr 2001 nach Hause entlassen, sodass die Eltern das Fest zusammen mit ihrer Tochter feiern konnten. Glücklicherweise hatte das Mädchen keine äußeren Folgen der Frühgeburt. Sie wuchs schlank und hübsch auf, doch ihre Gesundheit war von klein auf sehr schwach. Im Alter von 6 Jahren wurde bei Mariana Epilepsie diagnostiziert, weshalb sie regelmäßig spezielle Medikamente einnehmen musste, um die Wahrscheinlichkeit von Anfällen zu minimieren. Die verschriebenen Medikamente und die ständige Überwachung durch Spezialisten zeigten gute Ergebnisse, sodass das Mädchen ein ziemlich normales Leben führen konnte, das sich nicht allzu sehr von dem ihrer Altersgenossen unterschied. Darüber hinaus ging sie verantwortungsbewusst mit ihrer Gesundheit um, hielt sich an die Vorschriften und nahm die notwendigen Medikamente ein. Als die Tochter 4 Jahre alt war, bekam die Familie ein zweites Kind, einen Jungen, den sie Bernardo nannten. Das Mädchen liebte ihren kleinen Bruder, half ihren Eltern, sich um ihn zu kümmern und ihn zu erziehen. Von klein auf waren sie sehr eng miteinander verbunden und praktisch unzertrennlich. Mariana war eine gute Schülerin, zeichnete schön und liebte Musik. Sie war ein sehr gütiges, offenes und aufrichtiges Mädchen, und alle, die sie persönlich kannten, sprachen ausschließlich positiv über sie. Allerdings war sie sehr bescheiden und schüchtern, besonders als Teenager. Sie hatte nur ein paar beste Freundinnen. Sie ging nicht auf Dates, besuchte keine Partys und hatte praktisch keinen Kontakt zu Jungen. Mariana verbrachte ihre Zeit lieber zu Hause mit ihrer Familie, zu der sie eine sehr enge und herzliche Beziehung hatte. Übrigens sah das zierliche und kleine Mädchen deutlich jünger aus, als sie tatsächlich war, und mit 16 Jahren schien sie nicht älter als 13 zu sein. Mariana war gutherzig und einfühlsam und versuchte immer streunenden Tieren zu helfen, die sie fütterte, pflegte und versorgte, um sie anschließend in gute Hände zu geben. Als Oberstufenschülerin beschloss sie endgültig, Tierärztin zu werden und den Bedürftigen professionelle Hilfe zu leisten. Ihre Eltern sagten, ihre Tochter sei zu naiv und vertrauensselig. Sie spürte kein Böses und keine Gefahr, die von anderen Menschen ausging, weil sie selbst nur Licht und Güte in die Welt trug. Deshalb machten sich ihr Vater und ihre Mutter immer Sorgen, dass Mariana verletzt oder ihr Schaden zugefügt werden könnte, indem man ihre Leichtfertigkeit ausnutzt. Doch eines Tages begann ihre Intuition, sie vor einer tödlichen Gefahr zu warnen. Es war ein unheimlicher Fremder. Die Gegend, in der die Familie Baltier lebte, war relativ ruhig, und fast alle, die dort wohnten, kannten sich persönlich. Entlang ihrer Straße gab es jedoch eine große Anzahl von Geschäften, in denen viele Gastarbeiter inoffiziell arbeiteten. Einige von ihnen lebten direkt in den Geschäften. Die meisten hatten keine eigene Wohnung und manche hatten nicht einmal die Möglichkeit, ein Zimmer zu mieten. Natürlich gab es unter diesen Arbeitern auch Menschen mit einer kriminellen Vergangenheit. Doch solange sie ihre Arbeit ordentlich verrichteten, hatten die Ladenbesitzer in der Regel keine Beschwerden über sie. Etwa 50 Meter vom Haus der Familie Baltitier entfernt befand sich eine Metzgerei, in der Orlando und Zaire regelmäßig einkauften. Der Ladenbesitzer beschäftigte 4 Angestellte. 2 Einheimische sortierten und verkauften die Waren, während 2 Zugezogene die Schlachtkörper entluden und zerlegten sowie die Räumlichkeiten reinigten. Der Ladenbesitzer erlaubte den Zugezogenen im 2. Stock des Ladens, der als Dachgeschoss genutzt wurde, zu wohnen. Als Mariana älter wurde, schickten ihre Eltern sie regelmäßig zum Einkaufen, unter anderem auch in die erwähnte Fleischerei. Dort begegnete sie wiederholt Juan de la Cruz Quintero Martinez, der als Hilfsarbeiter tätig war und im 2. Stock wohnte. Das Mädchen hatte aufgrund seiner bloßen Anwesenheit eine instinktive Angst vor diesem Mann.
Sie sprach wiederholt mit ihren Eltern darüber und bemerkte, dass sein Blick etwas Unheimliches hatte, das ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Gleichzeitig gab es nichts Konkretes, wofür man diesen Mann hätte beschuldigen können, da er sich ihr nicht näherte und nicht versuchte, mit ihr in Kontakt zu treten, sondern sie nur ansah. Deshalb beschlossen Orlando und Zaira, ihre Tochter nicht mehr in dieses Geschäft zu schicken und die notwendigen Einkäufe selbst zu erledigen. Irgendwann beging Juan Martinez einen kleinen Diebstahl, woraufhin der Ladenbesitzer ihn entließ. Danach hörte man etwa ein Jahr lang nichts von ihm, aber Anfang des Sommers 2017 tauchte er wieder an seinem ehemaligen Arbeitsplatz auf und flehte seinen ehemaligen Arbeitgeber unter Tränen an, ihn wieder einzustellen, wobei er versicherte, dass er ordentlich arbeiten würde. Erstaunlicherweise wurde er wieder eingestellt und zog erneut in den 2. Stock des Ladens ein. Zairas Nichte, die Tochter ihrer Schwester, war zu Besuch im Haus der Baltiras. Mariana und ihr jüngerer Bruder Bernardo hatten Sommerferien, deshalb waren sie auch zu Hause. Und nur Orlando ging zur Arbeit. Gegen 9 Uhr morgens schickte die Mutter ihre Tochter zum Einkaufen in den örtlichen Supermarkt, um das Frühstück zuzubereiten. Es ist anzumerken, dass Zaira Mariana selten alleine irgendwo hinschickte, aber die Frau war der Meinung, dass sie schon alt genug war und diese Aufgabe schnell erledigen würde. Zumal es draußen hell war und viel Betrieb herrschte. Ihrer Meinung nach konnte nichts Schlimmes passieren. Sie gab ihrer Tochter etwas Geld und bat sie, Milch, Eier und Gemüse zu kaufen. Das Mädchen verließ das Haus in einem alten T-Shirt und einer Pyjama-Hose. Der Laden selbst befand sich weniger als 200 Meter von ihrem Haus entfernt, sodass der Weg dorthin und zurück sowie der Einkauf der notwendigen Lebensmittel nicht länger als eine halbe Stunde dauern sollten. Eine Stunde verging, aber Mariana kam nicht zurück. Das Handy der jungen Frau war zu Hause geblieben, also machte sich die besorgte Mutter mit ihrer kleinen Nichte auf die Suche nach ihrer Tochter. Die Frau ging die Straße entlang bis zum Laden und fragte die Kassierer, ob sie eine junge Frau mit Brille gesehen hätten. Man sagte ihr, dass diese vor einer Viertelstunde Lebensmittel gekauft und den Laden verlassen habe. Da geriet die Frau in echte Panik und begriff, dass etwas Schreckliches passiert sein musste. Zaira kehrte nach Hause zurück, bat ihren Sohn, auf ihre Nichte aufzupassen und ging selbst auf die Straße, wo sie Nachbarn, Straßenhändler und Passanten fragte, ob sie ihre Tochter gesehen hätten. Doch das Mädchen schien wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Die Frau meldete den Vorfall sofort der Polizei und rief auch ihren Mann an, der unverzüglich von der Arbeit herbeieilte, um bei der Suche nach seiner Tochter zu helfen. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, hatten sich bereits Dutzende von Nachbarn sowie Verwandte und Freunde der Familie Baltir der Suche angeschlossen. Sie riefen alle Bekannten des Mädchens an, durchkämmten die Straßen der Stadt und klebten Flyer mit Fotos von Mariana auf. Zunächst zeigten sich die Strafverfolgungsbehörden nicht sonderlich beunruhigt über die Situation. Sie fragten die Eltern, ob ihre Tochter vielleicht zu einem Date gegangen sei, sich mit Freunden getroffen habe oder jemanden besuchen wolle. Die Eheleute verneinten all diese Fragen und versicherten, dass das Mädchen niemals ohne Vorwarnung weggegangen wäre, zumal sie in Hauskleidung und mit einer Einkaufstüte zum Einkaufen gegangen war, wohl wissend, dass man zu Hause auf sie wartete. In der Gegend, in der das Mädchen verschwunden war, waren Überwachungskameras installiert, aber fast keine davon funktionierte. Der ganze Tag der Suche blieb erfolglos und es wurde keine Spur von dem Mädchen gefunden. Als die Nacht hereinbrach, wichen Unruhe und Panik der Verzweiflung. Die Eltern begriffen, dass sie Mariana höchstwahrscheinlich nie wieder lebend sehen würden. Am 28. Juli, gegen 8 Uhr morgens, erhielten die Eltern der Vermissten einen Anruf von einem Verwandten, der in der Nähe wohnte. Er teilte ihnen mit, dass mehrere Polizeiautos vor der Fleischerei angekommen seien. Das Ehepaar Baltira zögerte nicht lange, packte sofort seine Sachen und fuhr zu dem angegebenen Ort. Die Strafverfolgungsbehörden ließen sie nicht hinein und sagten, dass das Geschehen nichts mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun habe. Aber Zaira und Orlando dachten nicht daran zu gehen. Einige Minuten nach der Durchsuchung des Gebäudes rief einer der Polizisten Orlando an und teilte ihm mit, dass im 2. Stock die Leiche einer jungen Frau gefunden worden sei, deren Beschreibung mit der vermissten Mariana übereinstimme. Die Leiche war leblos und stark entstellt.
Der Mann wurde zur Identifizierung hereingebeten, aber Zaira wurde dringend davon abgeraten, hereinzukommen, da der Tatort wirklich schockierend war. Orlando traute seinen Augen nicht, als er die Überreste seiner Tochter sah, die noch am Vortag in einer Blutlache gelegen hatten. Seine Welt brach in einem Augenblick zusammen und er wusste nicht, wie er dies seiner Frau mitteilen sollte, die draußen wartete. Das Mädchen war mehrfach vergewaltigt und brutal verstümmelt worden, und die Todesursache war ein massiver Blutverlust aufgrund einer Stichwunde im Bauch. Genauer gesagt hatte der Täter der jungen Frau den Bauch aufgeschlitzt, während sie noch lebte, und sie schutzlos liegen lassen, bis sie verblutete. Das Gutachten ergab, dass die junge Frau in der Nacht zum 28. Juli gestorben war, nur wenige Stunden bevor ihre Leiche gefunden wurde. Folglich war sie fast 24 Stunden nach ihrem Verschwinden noch am Leben, und während dieser ganzen Zeit quälte der Täter sie, bis er ihr die tödliche Wunde zufügte. Die Tatwaffe war ein Fleischmesser, das neben der Leiche auf dem Boden lag. Die Leiche des getöteten Mädchens wurde vom Ladenbesitzer entdeckt, als er morgens zur Arbeit kam. Seinen Angaben zufolge fand an jedem letzten Donnerstag eines Monats ein Reinigungstag im Laden statt, an dem er nicht arbeitete. An diesem Tag kümmerte sich der Besitzer um organisatorische Angelegenheiten, traf sich mit Lieferanten und reichte Berichte beim Finanzamt ein, während seine Mitarbeiter die Räumlichkeiten desinfizierten und gründlich reinigten. Als der Besitzer morgens in sein Geschäft kam, bemerkte er sofort Blutflecken auf dem Boden. Zuerst dachte er, dass sich einer seiner Mitarbeiter, der im 2. Stock wohnte, verletzt hatte. Als er jedoch nach oben ging, war er schockiert, als er blutige Männerkleidung sowie ein Messer und die Leiche einer jungen Frau in einer Blutlache sah. Außerdem fehlte eine große Menge Geld aus der Kasse, die der Täter offenbar mitgenommen hatte, um fliehen zu können. 2 Männer, die im Laden wohnten und arbeiteten, gerieten sofort unter Verdacht. Einer von ihnen kam jedoch eine Stunde später zur Arbeit, als wäre nichts geschehen, und war ebenso schockiert über das Geschehene wie die anderen. Seinen Angaben zufolge musste er am Vortag dringend nach Hause in eine andere Stadt zurückkehren, und sein Kollege habe gesagt, er würde ihn vertreten und selbst im Laden aufräumen. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass der Mann die Wahrheit sagte und keine Spuren von ihm am Tatort zurückblieben, weshalb er von der Liste der Verdächtigen gestrichen wurde. Zu diesem Zeitpunkt lagen bereits die Aufzeichnungen der Überwachungskameras aus dem Supermarkt vor, in dem Mariana an ihrem letzten Lebenstag eingekauft hatte. Sie zeigten, wie das Mädchen den Laden betrat und wenige Minuten später Juan Martinez hinter ihr hereinkam. Genau der Mann, der in der Fleischerei arbeitete und dem Mädchen solche Angst eingeflößt hatte. Er folgte seinem Opfer wie ein wildes Tier seiner Beute und verließ den Supermarkt, ohne etwas zu kaufen, nachdem das Mädchen gegangen war. Dann verschwanden die Spuren beider, und es gelang nicht, die Abfolge der Ereignisse außerhalb des Ladens zu rekonstruieren. Wie bereits erwähnt, gab es auf der Straße Kameras, aber sie funktionierten nicht, und keiner der zahlreichen Passanten und Verkäufer der Straßenläden bemerkte etwas Verdächtiges. Marianas Eltern waren sich sicher, dass ihre Tochter niemals mit diesem Mann mitgegangen wäre, egal wie sehr er sie auch gelockt hätte. Folglich muss er sie mit Gewalt in den Laden gebracht haben. Aber warum hat das Mädchen nicht geschrien, um Hilfe gerufen? Und warum hat keiner der zahlreichen Passanten und Verkäufer der Straßenläden etwas Verdächtiges bemerkt? Der 27-jährige Juan Diaco Cruzno Martinez war eher zurückhaltend und ungesellig. Man sagte, er sei ein gewalttätiger Mensch mit sadistischen Neigungen gewesen, die er gegenüber streunenden Tieren auslebte. Zuvor war er bereits wegen Diebstahls, Belästigung und schwerer Körperverletzung polizeilich aufgefallen. Anfang 2015 begann er als Verkäufer in einem Fleischgeschäft zu arbeiten, und laut Angaben des Ladenbesitzers gab es lange Zeit keine Probleme oder Beschwerden. Juan erledigte seine Arbeit gewissenhaft, doch Mitte 2016 wurde er beim Diebstahl von Geld erwischt und entlassen. Nach dem Verlust seines Arbeitsplatzes kehrte er zu seinen Eltern in den Vorort Ecatepec de Morelos zurück, wo seine kranke ältere Mutter und seine Schwester, die sie pflegte, lebten. Fast ein Jahr lang lebte Juan buchstäblich auf ihre Kosten. Er stahl Geld, verkaufte Dinge aus dem Haus, missbrauchte Alkohol und konsumierte illegale Substanzen. Außerdem schlug er regelmäßig seine Mutter und seine Schwester. Eines Tages, als sie die ständigen Schikanen satt hatte, drohte seine Schwester, die Polizei zu rufen, wenn er das Haus nicht verlassen würde.
Juan wollte nicht erneut mit den Strafverfolgungsbehörden in Konflikt geraten und ging daher gehorsam weg. Da er nirgendwo anders hingehen konnte, bat er seinen ehemaligen Arbeitgeber, ihn wieder einzustellen. Der Besitzer des Fleischladens willigte ein und gab ihm einen Arbeitsplatz und ein Dach über dem Kopf, indem er ihm wie zuvor erlaubte, im 2. Stock zu wohnen. Das war Mitte Juni 2017, nur einen Monat vor der Tragödie. Der Mann erledigte seine Arbeit gewissenhaft, aber nach etwa einer Woche traf er erneut auf Mariana, die im Laufe des Jahres erwachsen geworden war und ihn buchstäblich in den Wahnsinn trieb. Das Mädchen selbst mied ihn und ging nie in diesen Laden, um einzukaufen. Juan begann jedoch, ihr auf der Straße zu folgen, um herauszufinden, wohin sie ging und welche Wege sie wählte. Der zweite Angestellte, der mit ihm zusammenlebte, bemerkte ebenfalls sein ungesundes Interesse an dem Mädchen und versuchte sogar einmal darüber zu scherzen, ohne zu ahnen, dass dieser bald ein blutiges Verbrechen begehen würde. Nachdem Juan Martínez der einzige Verdächtige in dem Fall der brutalen Vergewaltigung und Ermordung des Mädchens geworden war, wurden alle Kräfte und Mittel auf seine Suche konzentriert. Zunächst begaben sich die Strafverfolgungsbehörden zum Haus des Täters, in der Annahme, dass seine Verwandten ihm bei der Flucht helfen könnten. Die Schwester des Flüchtigen versicherte jedoch, dass er hier nicht willkommen sei und dass der Täter wisse, dass seine Verwandten ihn sofort der Polizei ausliefern würden. Die Frau war nicht einmal überrascht über das schreckliche Verbrechen, das ihr Bruder begangen hatte. Mehr noch, sie erzählte, wie er sie und ihre betagte Mutter vergewaltigt und eine ältere Frau mit einem Messer angegriffen hatte, wobei er drohte, ihr schwerste Verletzungen zuzufügen, wenn man ihm kein Geld für illegale Substanzen geben würde. Die Suche nach dem Mörder hatte für die Polizei oberste Priorität, da Juan äußerst aggressiv, brutal und gefährlich für seine Umgebung war. Das aus der Kasse gestohlene Geld würde ihm für lange Zeit reichen, aber niemand wusste, wie er sich weiter verhalten würde und ob er, nachdem er Blut gerochen hatte, noch ein weiteres Verbrechen begehen würde. Einen ganzen Monat lang wurde in der Gegend von Ecatepec de Morelos und den angrenzenden Vororten nach ihm gesucht, da die Polizei davon ausging, dass der Täter nicht weit gekommen sein konnte. Doch die Zeit verging und von Juan Martínez fehlte jede Spur. Bald erreichte die Nachricht von der Vergewaltigung und brutalen Ermordung Marianas durch die Medien nationale Bekanntheit und Polizeibeamte aus allen Bundesstaaten schlossen sich der Suche nach dem Täter an. Das Foto von Juan Martínez erschien täglich in den Fernsehnachrichten, wurde auf den Titelseiten der Zeitungen abgedruckt und mit der Aufschrift »Gnadenloser Mörder auf freiem Fuß« in den Straßen des ganzen Landes ausgehängt. Für Hinweise zu seinem Aufenthaltsort wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt, ebenso wie eine Belohnung für die Hilfe bei seiner Festnahme, die ständig erhöht wurde. Aber selbst das trug nicht zum Fortschritt des Falls bei. Die Suche nach dem Täter erwies sich als schwierig, da er einfach nicht zu finden war. Er hatte zu keinem seiner Verwandten Kontakt und hatte keine Freunde. Außerdem hatte Juan keine Social-Media-Profile und benutzte nicht einmal ein Mobiltelefon, geschweige denn Kreditkarten. Nach 6 Monaten erfolgloser Suche wurde die Belohnung für Hinweise zu seinem Aufenthaltsort auf eine $500.000 mexikanische Pesos erhöht. Aber auch das half nichts. Die Gerechtigkeit siegte erst im August 2019, mehr als 2 Jahre nach Marianas Ermordung, als ihr Mörder endlich gefunden und verhaftet wurde. Der Täter wurde in einem anderen Bundesstaat, fast 1000 Kilometer vom Tatort entfernt, entdeckt, als ihn eine aufmerksame ältere Frau zufällig auf der Straße erkannte. Der Mann, der sein Gesicht ständig hinter einer Kapuze und einer Sonnenbrille versteckte, kam ihr seltsam vor. Und sie beschloss, dies der Polizei zu melden, ohne zu ahnen, dass er einer der meistgesuchten Verbrecher Mexikos war. Er wurde in einem der Gefängnisse der Stadt in Untersuchungshaft genommen, wo er auf seinen Prozess wartete. Im Mai 2022, 5 Jahre nach der Tragödie, wurde der Mörder und Vergewaltiger endlich verurteilt. Martínez wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung auf Bewährung verurteilt. Außerdem wurde er zur Zahlung von 1 Million mexikanischer Pesos als Entschädigung für den immateriellen Schaden an die Familie des ermordeten Mädchens verurteilt. Die Eltern und der Bruder der verstorbenen Mariana gaben zu, dass die Verhaftung des Mörders für sie eine große Erleichterung war, da er nun definitiv keinen anderen Mädchen mehr Schaden zufügen kann.
Gleichzeitig können jedoch selbst eine lebenslange Haftstrafe und eine hohe finanzielle Entschädigung den Schmerz in ihren Herzen nicht lindern, denn ihre geliebte Tochter und Schwester wird nicht zurückkehren und sie müssen bis zum Ende ihrer Tage damit leben. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.